Heute geht es um das Buch Längengrad von Dava Sobel, im Original Longitude aus dem Jahr 1995. 230 Seiten habe ich hier als Taschenbuch und es wurde im Jahr 1995 ein Bestseller. Das Buch handelt von der Entdeckung einer einfachen Methode, auf See den Längengrad zu bestimmen. Eine solche Methode gab es bis ins 18. Jahrhundert nicht. Auf tragische Weise hat die Seefahrernation England erlebt, dass dieses Problem besteht. Im Jahr 1707 fuhren 5 Kriegsschiffe nach Hause. Ein Navigationsfehler führte dazu, dass sie vor den Scilly-Inseln, vor der Südwestspitze Englands, zerschellten. Händler, aber vor allen Dingen Kapitäne und Reeder verlangten daraufhin von der Regierung eine Ausschreibung. Es sollte derjenige belohnt werden, der eine einfache, praktikable Methode findet, den Längengrad auf See zu bestimmen. Der Longitude Act wurde erlassen, 20.000 Pfund wurden ausgeschrieben und es ist das Jahr 1714. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es 2 konkurrierende Methoden, wie die geografische Länge bestimmt werden konnte. Die Methode der Monddistanzen arbeitet mit den Abständen des Mondes zu einzelnen Fixsternen. Die musste man beobachten, das heißt, die Methode funktionierte nicht tagsüber, sie funktionierte nicht, wenn es bewölkt war. Und man benötigte Sterntabellen für jeden Ort, an dem sich das Schiff voraussichtlich aufhielt. Das heißt, diese Sterntabellen mussten ausführlich über Jahre im Voraus berechnet werden. Immerhin wurde 1675 im Greenwich Park die Sternwarte gebaut, um diese Methode zu perfektionieren. Sie war aber sehr, sehr aufwendig. Die zweite Methode wurde entwickelt von Uhrmachern und Handwerkern. Die träumten davon, dass man durch den einfachen Vergleich zweier Uhrzeiten die geografische Länge bestimmen kann. Man verglich die Uhrzeit am Heimathafen mit der Uhrzeit an Bord. Jedes Schiff hatte also 2 Uhren dabei, wenn es sich für diese Methode entschieden hat. Und das Problem ist, dass die Uhren sehr ungenau waren. 15 Minuten Abweichung pro Tag waren normal. Bei dem rauen Klima auf See, auf den schwankenden Schiffen, war die Abweichung oft viel, viel größer. Und so erzielte keine der beiden Methoden einen entscheidenden Durchbruch. So, jetzt habe ich sehr ausführlich die Vorgeschichte erzählt. Jetzt wird es Zeit, den Herrn einzuführen, der das Problem am Ende lösen wird. Er heißt John Harrison, 1693 in Yorkshire geboren. Er ist Tischler. Nebenbei baut er Uhren. Seine Uhren sind komplett getischlert, also ohne Metall. Und sein Meisterwerk ist eine Uhr auf dem Gut in Brocklesby Park. Diese Uhr ist auch komplett aus Holz und dafür verwendet er ein bestimmtes Tropenholz. Das gibt permanent Fett ab und deswegen muss man diese Uhr nicht mehr ölen. Diese Uhr läuft übrigens heute noch. Irgendwann hat John Harrison von dem Longitude Act erfahren. Und er möchte natürlich auch mit seinen Uhren versuchen, das Problem zu lösen. Und dazu reist er erstmal nach London, stellt einige Konstruktionszeichnungen vor und beginnt sich zu vernetzen. Unter anderem mit einem Herrn namens Halley, den kennen wir von dem Kometen. Harrison baut also seine erste Uhr im Rahmen des Longitude Act. Er nennt sie H1. Nach 5 Jahren fährt er zu Halley. Halley stellt fest, dass die Uhr sehr, sehr genau geht und die beiden gehen zur Royal Society. Die Royal Society schickt die Uhr direkt in den Praxistest und sie fährt auf einem Schiff nach Lissabon. Das Ergebnis ist, die Uhr geht sehr genau. Jetzt im nächsten Schritt soll die Uhr der Kommission vorgestellt werden, die über die 20.000 Pfund entscheidet. Es werden auch die Schwächen der Uhr angesprochen und am Ende bekommt Harrison einen Entwicklungszuschuss, aber eben noch nicht das Preisgeld. Harrison zieht jedoch jetzt nach London um, weil er dort einfach bessere Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln und das Projekt weiterzuentwickeln. Er baut die H2 und er baut mit weiteren 19 Jahren Entwicklungszeit die H3. Von Zeit zu Zeit holt er sich von der Kommission ein paar hundert Pfund ab.
Das größte Problem seiner Uhren ist, sie bestehen hauptsächlich aus Metall. Dieses Metall reagiert sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen und 1 Grad Temperaturschwankungen macht mitunter 15 Minuten Ungenauigkeit pro Tag aus. Harrison sucht also nach Möglichkeiten, diese Ungenauigkeit zu kompensieren. In diesem Zusammenhang erfindet er den Bimetallstreifen und zur Reibungsverminderung das Kugellager. In London lernt Harrison den Uhrmacher John Jeffries kennen. Jeffries baut nach Harrisons Anweisungen eine Taschenuhr und diese Taschenuhr ist die Vorlage für die Age 4. Die ist wesentlich kleiner als die vorherigen 3 Uhren und die Age 4 ist Harrisons Meisterwerk. Wie in jeder guten Geschichte ist es nun auch Zeit, einen Schurken einzuführen. Das ist Reverend Maskelyne. Maskelyne ist Astronom und dann logischerweise, wir erinnern uns, ein Anhänger der Monddistanzenmethode, die er auch selber weiterentwickelt. Und er wird von den Astronomen in der Kommission unterstützt. Diese wollen unbedingt die Monddistanzenmethode als die überlegene ansehen. Maskelyne fährt nach St. Helena. Wir haben 1761 und will dort planetarische Beobachtungen machen, Venusdurchgang und Messungen durchführen. Und währenddessen soll die Age 4 auf Seetauglichkeit getestet werden. Die Uhr fährt nicht mit Maskelyne nach St. Helena, sondern sie fährt über Madeira nach Jamaika und wieder zurück. Der Test gelingt. Über 2 Monate Zeitraum geht diese Uhr nur 10 Sekunden falsch. Die Längengrade werden auf der Grundlage dieser Uhr korrekt berechnet. Die Kapitäne sind begeistert und die Age 4 hat alle Voraussetzungen des Longitude Act erfüllt. Das Preisgeld bekommt Harrison trotzdem nicht. Maskelyne bringt sehr gute Ergebnisse aus St. Helena mit. Die Kommission entscheidet, die Age 4 noch einmal auf eine Reise zu schicken. Diesmal nach Barbados. In Barbados wartet Maskelyne, der soll die Uhr prüfen. Er wird nervös, er macht Rechenfehler, er lastet diese Rechenfehler der Uhr an und schließlich verlangt die Kommission für weitere Tests die Herausgabe aller Uhren. Und Harrison soll außerdem 2 weitere Uhren bauen. Er baut die Age 5. Ein mit Harrison befreundeter Uhrmacher namens Kendall baut im Taschenuhrformat eine weitere Uhr, die K1. Die K1 ist ein exakter Zwilling der Age 4. Und Captain James Cook nimmt die K1 mit auf seine 2. Weltreise und später auch auf seine 3. James Cook ist voll des Lobes, was die Ganggenauigkeit der Uhren betrifft. Harrison wird wieder mal das volle Preisgeld vorenthalten und nun wendet sich Harrison direkt an König George III. Harrison führt die Uhren beim König vor, der König ist begeistert und er interveniert zugunsten von Harrison bei der Kommission. Schließlich erhält Harrison das vollständige Preisgeld zugesprochen. Harrison stirbt in London 1776. In England entsteht ein neuer Industriezweig, die Herstellung von Schiffschronometern, und schon 1815 gab es 5000 davon. Maskelyne entscheidet, dass der Bezugsmeridian für die Berechnung der Längengrade durch Greenwich verläuft. Und einige Jahre später wird dieser Längengrad durch Greenwich zum internationalen Nullmeridian bestimmt. Harrisons Uhren, sowohl die im Brocklesby Park als auch die Age 1, laufen übrigens heute noch. Deva Sobel beherrscht die Kunst, komplizierte Themen in essayistischer Weise dem Leser nahezubringen. Hier geht es ja um Geographie, um Mechanik, um Astronomie, um Ingenieurskunst, um Mathematik. Und das alles ist mit einer Leichtigkeit erzählt, die das Buch wirklich zum Vergnügen macht. Deva Sobel, Längengrad.